Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Komm Mittwoch, der Podcast für alle, die etwas bewegen wollen. Heute geht es um Begegnungen, ums Zuhören und darum, gesehen und gehört zu werden. In unserer digitalen Welt kommt das oftmals viel zu kurz und viele Menschen fühlen sich einsam oder sozial isoliert. Und manche haben auch gar niemanden mehr, mit dem sie einfach mal reden können. Doch was passiert eigentlich, wenn wir uns wieder mehr Zeit füreinander nehmen? Fürs Miteinander plaudern? Genau darum geht's in dieser Podcast-Folge. Ich spreche mit meinem heutigen Gast Alex Klein über besondere Momente und spannende Begegnungen auf der Plauderbank am Weißen See in Berlin. Denn hier engagiert er sich ehrenamtlich. Die Plauderbank ist ein Ort für offene Gespräche, ganz ohne Verpflichtungen. Ob Smalltalk oder Deep Talk, alles ist willkommen. Und Alex ist eine echte Plaudertasche, natürlich im besten Sinne. Und er erzählt uns, wie er zufällig zur Plauderbank kam, warum ihn dieses Ehrenamt so begeistert und welche bewegenden Geschichten er schon gehört hat. Wir sprechen darüber, warum Zuhören oft mehr bewirken kann als Ratschläge. Und wie es sich anfühlt, für viele Menschen ein wahrer Anker zu sein. Denn genau das ist er. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Gespräch und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich finde es super cool einfach, dass so allgemein das Thema Ehrenamt so im Fokus steht und dass du darauf Lust hast, das auch eben vorzustellen und dass du halt eben doch sagst, so hier, guck mal, lass das mal ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit gehen, vor allem halt eben nicht mit den Menschen, die dahinter stehen und das organisieren, sondern die halt eben auch das wirklich durchführen und machen. Das finde ich ist einfach eine super geile Idee, weil es ist total schön, es ist wirklich total schön und wichtig, denke ich. Ja, aber das geht ja nur mit Menschen wie die auch das Ehrenamt machen, sozusagen. Wie bist du denn dazu gekommen? Wie bin ich dazu gekommen? Ich bin letztes Jahr im Oktober, also 2024, bin ich am Weißen See spazieren gegangen und dann stand da auf einmal eine Bank und diese Bank ist ja ein bisschen besonders, die hat links und rechts sozusagen eine Stütze und dann so im hinteren Drittel nochmal auf direkt der Bank eine Stütze und dann dachte ich so, das ist ja irgendwie voll gemein. Das ist anscheinend so eine typische neue Bank, wie man es halt irgendwie in den Nachrichten schon gehört hat, gegen Obdachlose. Das fand ich halt irgendwie nicht so cool. Und dann bin ich 2-3 Tage später wieder da spazieren gegangen und dann sehe ich halt einen alten Mann, ich denke mal, der war so 70 plus, der war nicht sehr beweglich und der hat sich halt eben genau dorthin gesetzt, wo diese Stützen sind und dann beobachte ich den so und dann fällt mir auf, verdammt, das ist ja gar keine obdachlosenfeindliche Bank, sondern der Mann braucht diese Stütze wirklich, um aufzustehen, sonst würde der sich nicht hinsetzen. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich dachte mir so, Mensch, Alex, also das ist auf jeden Fall nicht gegen Obdachlose. Und dann habe ich mich auch mal so umgeschaut und den Blick geweitet und dann habe ich gesehen, so in einem Umkreis von ungefähr 20 Meter, was man sehen konnte, stehen halt irgendwie 6 Bänke. Und ich weiß jetzt auch nicht in Berlin, aber so viele Obdachlose an einem Platz ist eher selten, wenn man sich das mal so betrachtet. Außerdem Obdachlose, wenn man sich mit denen unterhält, was ich auch schon gemacht habe, so die legen sich halt auch nicht an den Hauptweg, so die gehen halt irgendwo eher in den Hintergrund. Also auf jeden Fall nicht obdachlosenfeindlich. Und dann, ich denke mal, das war ein Monat später, so im November, stand auf einmal ein Schild und da stand drauf so, hier, wir suchen Menschen, die Bock haben zu plaudern. Und ich denke mir so, ich hab Bock zu plaudern. Plaudern kann ich. Also machen wir das. Ja, dann habe ich habe da einfach hingeschrieben, habe gesagt so, ey, was seid ihr für ein Unternehmen? Wie kommt ihr dazu? Was ist eure Absicht? Was wollt ihr machen? Was verfolgt ihr damit? Dann habe ich mich mit denen getroffen, der Vavara, die ist verantwortlich für den Park dort im Weißen See in Pankow und die hat mich dann aufgeklärt und die hat gesagt, das ist ein unterschwelliges Angebot an Menschen, die halt einfach niemanden haben und wenn du Bock hast, mach gerne mit. Und dann habe ich gesagt, so, ja, ich höre gerne Menschen zu, ich interessiere mich für andere Menschen, ich bin neugierig und seitdem bin ich dabei. Ja, cool. Und das ist ja auch schon eine ganze Weile sozusagen. Und gibt's irgendwas, wo du sagst, das hat mich jetzt schon super krass bewegt in der Zeit, in der ich das mache? Hast du irgendwie Gespräche gehabt, die hängen geblieben sind oder wo du staunen musstest quasi und gesagt hast, wow, krasse Geschichte oder krasser Mensch? Also ich finde es zum einen super interessant, wie die Vielfalt ist. Ich dachte am Anfang wirklich,
es wird nicht gut angenommen. So, das ist das Typische, was man halt einfach irgendwie denkt in Berlin. So, jeder ist halt so auf sich fokussiert, jeder macht so sein Ding. Wenn man ein Ziel hat, dann startet man bis zu Hause, geht dorthin und dann fertig. Und man guckt gar nicht so richtig links oder rechts. Ich war total überrascht. Am ersten Tag, wo wir die Bank eingeweiht haben, haben wir so ein kleines Event daraus gemacht und auch Tee angeboten und so kleine Knabbereien und so ein bisschen Aufklärungsmaterial für den Park. Und es war unglaublich, wie die Menschen darauf reagiert haben. Also es gibt wirklich einen großen Bedarf einfach an Menschen, die da Bock drauf haben. Und ich finde die Vielfalt, die da einfach irgendwie erzeugt wird an unterschiedlichen Menschen, ob das jetzt eine junge 19-Jährige ist, die mir erzählt, wie die Corona-Zeit für sie war und was das für Auswirkungen auf sie hatte und dass sie das immer noch, obwohl das jetzt ja mittlerweile auch schon 2 Jahre her ist, immer noch beschäftigt und auch ihre Freunde beschäftigt, ob das der Jurist ist, der irgendwie Mitte 40 ist und mir sagt, er hat eigentlich nur mit Klienten zu tun, seine Frau sieht er nie und hat auch nicht so richtig Freunde, weil er halt so ein Workaholic ist und immer on Action. Und deswegen zur Plauderbank kommt, um ein bisschen mit mir zu quatschen. Ja. Und wahrscheinlich nicht über Business-Themen. Und nicht über Business-Themen. Er erzählt mir dann halt von seinen Leidenschaften, worauf er Bock hat. So. Oder ob das halt eben einfach die Mitte 80-Jährige ist, die mir total einfach ihre Lebensgeschichte erzählt, wie sie Russlanddeutsche ist und an der Wolga groß geworden ist, Literatin ist, in Deutschland studiert hat und mir dann ihre Bücher mitbringt und wöchentlich vorbeikommt und sagt, hier Alex, guck mal, lies das. So, wenn du Lust drauf hast. Das ist wirklich sehr schön. Und ich glaube, du könntest ein ganzes Buch füllen mit den Geschichten der Leute wahrscheinlich. Also ich notiere mir auch, das gebe ich auch zu, weil ich Journalismus studiert habe. Ich notiere mir auch da Sachen und das ist natürlich realer, als wenn man das fiktional irgendwie sich ausdenkt. So die echten Lebensgeschichten von den Menschen. Und das ist natürlich auch ein cooler Buchtitel, Plauderbank. Hast du dich schon gesichert? Da kann man auf jeden Fall was draus machen, ja. Okay, sehr spannend, sehr cool. Als ich da so auf dieser Plauderbank saß, habe ich so gedacht, ja, ist eigentlich eine total tolle Idylle irgendwie. Man guckt auf den See, wie laufen die Leute an einem vorbei und man kann sich angucken, man kann sich auch nicht angucken sozusagen und einfach sein in dem Moment und loslegen mit dem, was man zu sagen hat. Also ich fand, es war so eine Null-Erwartungshaltung irgendwie. Ich glaube ja grundsätzlich, dass man sich eher fremden Menschen öffnen kann als den eigenen familiären oder Freunden oder Bekannten. Klar kann man mit denen teilweise auch tiefgründig sprechen, aber ich glaube, es ist immer einfacher, wenn man eigentlich gar nicht den Namen weiß, wie sagt man hier, wenn man seine Sünde ablegen will oder so, dass das viel einfacher ist, weil es halt so wertfrei ist. Wie geht's dir da in den Gesprächen? Also öffnest du dich da auch oder wie nimmst du das an, was die Leute dir sagen? Also, wie ist das? Es gibt Menschen, da weiß ich den Namen gar nicht, mit denen habe ich mich halt irgendwie eine Stunde unterhalten und wir haben uns gar nicht gesagt, wie der andere eigentlich heißt. So, das ist genau der Punkt, den du ansprichst, was vielleicht wirklich leichter ist, so sich einem fremden Menschen gegenüber zu öffnen, als der eigenen Familie, dem Partner oder halt auch den Freunden. Und es gibt aber auch Menschen, die sind unglaublich interessiert daran. Also da wird auch der Name sofort ausgetauscht und da ist der Austausch auch vielleicht eher auf einer freundschaftlichen Basis. Also es fühlt sich freundschaftlich an, nicht so fremd. Und ich persönlich öffne mich da nicht, ehrlich gesagt. Also ich bin da wirklich da zum Zuhören und höre mir einfach an, was der Mensch zu erzählen hat. Und ich mache das auf eine ganz interessante Weise, finde ich persönlich. Ich frage die halt einfach immer, wie geht's ihnen? Und das ist ja eine leere Phrase mehr oder weniger in unserem Leben. Man sagt immer, ja, mir geht's gut. Und dann war's das halt einfach irgendwie. Aber da erfährt man ja gar nichts. Man weiß ja gar nicht, wie geht es dir, sondern es geht ja viel eher darum, dass ich wissen möchte, was ist gerade lebendig in dir, was beschäftigt dich gerade. So gibt es irgendwelche Themen, die du gerade zu hadern hast oder die dich interessieren. Und dann hake ich einfach nach. Und je nachdem, wie der Mensch und das mache ich halt einfach so nach Gefühl, frage ich halt, wie war Ihr Wochenende bisher? Ich bin ja immer sonntags dort und dann ist ja der Freitag und der Samstag schon geschehen. Und dann, wie war Ihr Wochenende? Wie war Ihre Woche? Oder was hat Sie diese Woche beschäftigt? Und dann muss man einfach nur zuhören, was die Menschen so erzählen. Was gibt der Mensch gerade von sich preis? Was ist er bereit preiszugeben? Und das ist erstaunlich. Also manchmal sind die Sprünge wirklich, da denke ich mir so, wow, das war aber von oberflächlich auf sehr deep, das ging ganz schön schnell. Das war einmal eine Frau,
Die ist fürs Vergaberecht zuständig. Die arbeitet in Lichtenberg, ist Ende 40. Und wir haben uns einfach darüber unterhalten, dass sie sehr gerne tanzen geht. Und dann erzählt sie nebenbei so beiläufig, dass sie aber auch Angst hat. Und dann frage ich so, wovor haben Sie denn Angst? Ja, sie wurde schon mal angegriffen in ihrem Hausflur und wurde da überfallen. Und das war natürlich dann das schon ein sehr tiefes Thema. Das ist schon sehr, das geht einem schon nahe. Und dann habe ich da einfach gefragt, wie ist denn das passiert? Was ist da passiert? Wie geht es Ihnen damit? Fühlen Sie sich jetzt immer noch unsicher? Und sie meinte so, ja, auf ihrem Fahrrad fühlt sie sich sehr sicher, weil das nicht schnell genug hat, einen Helm auf und da kann ihr nichts passieren. Aber sie meint, wenn sie durch ihren Hausflur geht, dann wird sie natürlich immer wieder daran erinnert und das ist ein unschönes Gefühl. Aber das ist natürlich so der Sprung von, ich war gestern tanzen hier drüben auf der anderen Seite des Sees, von ich wurde gewalttätig angegangen. Das ist natürlich schon eine Nummer. Und hast du dann Rat oder fühlst du, dass du Rat geben musst oder ist es einfach wirklich nur in großen Anführungszeichen, zuhören? Also ich gebe nur Rat, wenn ich darum auch gebeten werde. Ansonsten möchte ich eigentlich gar keinen Rat geben, weil ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Leben, dass wenn man Wissen hat, wenn man Erkenntnis hat, man muss das niemandem aufdrücken, sondern viel eher, dass wenn man Wissen besitzt, dass man sich eher demütig gegenüber dem verhält und sich eher zurückhält, weil ja natürlich, wenn mir jetzt jemand erzählt, er möchte abnehmen und er geht jeden Tag zu McDonald's, dann denke ich mir so, das ist vielleicht jetzt irgendwie nicht so richtig. Aber der richtige Weg ist meiner Meinung nach, Fragen zu stellen, einfach Fragen zu stellen. So, bist du dir im Klaren, wenn du jeden Tag zu McDonald's gehst, aber abnehmen möchtest, dass das nicht so richtig zusammenpasst? Oder wie empfindest du das? Und dann kommen die Menschen von alleine darauf. Und Selbsterkenntnis ist grundsätzlich viel besser, als wenn einem einer sagt, so ist das Ziel und so ist die Lösung und so musst du es machen. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und wie lange gehen so die Gespräche? Weil als ich da auf dieser Bank saß, dachte ich mir, blocke ich jetzt vielleicht irgendwie die Zeit von jemand anderem? Weil ich habe ja auch irgendwie da gestanden und gewartet, weil du warst im Gespräch. Ich dachte, kann ich da jetzt irgendwie unterbrechen oder nicht? Wird er das schon merken, dass ich hier stehe? Weil das ist ja, man muss sich das so vorstellen, das ist ein Weg, da steht ein Schild und direkt nebendran ist diese Plauderbank und es sind zwei Menschen schon im Gespräch. Und dann willst du ja höflich sein, aber du willst ja trotzdem deine Themen irgendwie auch loswerden. Du bist ja extra für dahin gekommen und wie ist das? Gibt's da, wo du merkst, okay, da ist jemand, dem möchte ich auch meine Zeit irgendwie schenken und versuchst du den anderen dann so zu lenken, dass das Gespräch zu Ende ist oder merkt der andere das vielleicht oder wie ist das? Weil ich glaube, du bist ja nur 2 Stunden da, ne? Genau, richtig. Ich bin nur 2 Stunden da in der Woche und ich denke, das ist halt auch wirklich nicht viel Zeit. Also es ist nicht viel Zeit, gerade wenn man jetzt ernsthafte und tiefe Themen hat, dann ist das schon schwierig. Dann sind 2 Stunden schon relativ wenig. Aber auch das alleine reicht schon, um den Menschen zuzuhören. Und der eine, dem reicht ein kleiner Smalltalk und der ist total glücklich. Und als du da warst, ich habe dich gesehen und habe dich auch wahrgenommen, was ich aber noch nie gemacht habe. Ich habe noch nie ein Gespräch unterbrochen oder gesagt, okay, gut, das reicht jetzt irgendwie so, jetzt kommt die nächste Person, so abfertigungsmäßig, sondern ich lasse dem Menschen, dem ich gerade zuhöre, der entscheidet, wann das Gespräch zu Ende ist. Und auch wenn das länger als 2 Stunden geht, was auch schon passiert ist, setze ich da einfach weiter, weil der Sonntag, es ist halt Sonntag, also da gibt's bei mir jedenfalls Freiraum, wo ich sagen kann, so okay, das ist nach oben hin geöffnet. So. Aber es gibt natürlich auch den Momenten, gerade bei Themen, es war einmal ein Unternehmer da und der hatte ein total feines, wirklich aus Seide gesticktes Jackett an, aber eine Dreiviertelhose und barfuß. So kam der halt an, torkelnd irgendwie den Weg entlang und ich dachte mir so, was ist das denn für einer? Also, okay, Sonntag, vielleicht kommt er gerade irgendwie aus dem Club, aber ich dachte mir so, das sieht ja irgendwie komisch aus. Also das hat nicht ins Bild gepasst. Und er ist dann runter zum See und hat dann da am Baum gestanden, hat rumgeschrien, hat sein Handy rausgeholt, hat irgendwie versucht zu telefonieren, hat weiter rumgeschrien, hat nochmal sein Handy rausgeholt und irgendwann hat er sein Handy ins Wasser geworfen und stand dann im Wasser und dann dachte ich mir so, okay, gut, ich gehe mal hin und frage den mal, was mit dem ist. Und dann bin ich zu ihm hin und meinte so, hey, wie geht's dir? Alles gut bei dir? So, du machst jetzt gerade hier nicht so einen klaren Eindruck. Und dann fing er auch direkt so an zu erzählen, seine Frau hat ihn verlassen und es ergibt alles keinen Sinn mehr. Und dann habe ich gesagt so, hey, warte mal, bevor du jetzt hier irgendwas anderes machst, so, hey, guck mal, da drüben ist so eine coole Bank, wollen wir uns da mal kurz hinsetzen? Erzähl mal, was passiert, was los? Und dann hat er mir erzählt, dass er halt eben Mitte 50 ist, Unternehmer, hat alles verloren,
alles bankrott und seine Frau hat ihn jetzt verlassen. Und das war jetzt für ihn einfach der Zusammenbruch. Und dann habe ich da eine halbe Stunde mit ihm gesessen und habe ihm einfach nur zugehört und er hat einfach nur sein Leid geklagt und nach der halben Stunde, wirklich, wie aus dem Bilderbuch Unternehmer, sagt er, alles klar, jetzt, ich gehe nach Hause, ich schlafe jetzt mal einen Rausch aus und dann geht's weiter. Und das war einfach das war super cool. Das war einfach wirklich super cool. So, das hätte ich nicht gedacht. Und was macht das mit dir? Ich fand's interessant. Ich find's einfach total interessant, so wie die Menschen unterschiedlich mit ihren Problemen und mit ihrem Leben einfach umgehen. Also es ist einfach, ich bin einfach, ja, vielleicht ist das so ein Ding von Voyeurismus, ich weiß es nicht, aber ich finde es einfach schön zu sehen, wie Menschen mit ihrem Leben einfach umgehen und wie sie handeln und was sie bewegt und warum sie so handeln, wie sie handeln. Das ist einfach unglaublich interessant, weil ich kenne ja nur ich handle so, wie ich es halt als am besten finde. Was muss ja nicht die beste Lösung sein irgendwie, sondern vielleicht kann man da auch einfach was lernen von anderen Menschen. Und ich fand diesen Schritt von der Verzweiflung, die ich bei ihm gesehen habe, hin zu, okay, ich stehe jetzt auf, gehe nach Hause, schlafe meinen Rausch aus und dann geht's weiter, fand ich total stark. Also das ist natürlich für mich dann auch einfach so ein Punkt von Motivation, wo man sieht, obwohl alles anscheinend echt düster aussieht, das weitergeht und es geht immer weiter. Ja, und du hast ja in dem Moment einen super krass großen Anteil daran gehabt, ne, was halt mega ist, finde ich. Also weiß ja nicht, ob er Danke gesagt hat. Ich sag jetzt mal Danke auch für den Unbekannten. Aber das ist ja total, also es ist ja mega, mega, mega total schön zu hören und das ist, wie du gesagt hast, es sind nur 2 Stunden, du nimmst dir sogar manchmal mehr Zeit und wir wissen ja irgendwie, dass die Zeit überall knapp ist und jeder sagt immer, er hat keine Zeit und so, ne? Ich bin immer ein Freund davon zu sagen, es ist alles eine Frage der Prioritäten und du hast ja anscheinend Priorität Ehrenamt mit in dein Leben geholt. Hast du das schon immer irgendwie gemacht oder ist jetzt so die Plauderbank das erste Mal? Also ich würde sagen, ja, eigentlich schon. Ich war 15 Jahre bei der Bundeswehr und bin Offizier gewesen, Hauptmann der Reserve. Und ich denke auch, das ist ja irgendwie eine soziale Tätigkeit, wenn man das so sehen möchte, meinem Land dienen und so, ne? Da gehen ja dann noch eine ganz andere Ethik und eine ganz andere Moral irgendwie einher. Ja, das habe ich gemacht bis letztes Jahr im Juli. Und ich denke, es ist einfach irgendwie wichtig, weil ich damit groß geworden bin in meiner Kindheit in Brandenburg. Ich weiß noch, wie meine Mama mich jeden Samstag mit zum Bäcker genommen hat. Das war so 3, 4 Häuser weiter. Und da standen halt immer, der war immer total gefüllt. Der hat ein geiles Angebot. Schöner ostdeutscher Bäcker. Und meine Mama hat mich immer mitgenommen und dann haben wir mal draußen gestanden und dann stehen da halt irgendwie 5, 6, 7 fremde Menschen und die unterhalten sich alle miteinander, die reden alle miteinander und die eine erzählt das und der andere das und alle sind irgendwie miteinander verbunden und damit bin ich halt irgendwie groß geworden mit diesem Bild, dass man halt einfach wildfremde Menschen auf der Straße, ich als kleiner Junge dachte mir, was sind das für fremde Menschen, warum kennt meine Mama so viele Leute? Und das war einfach vollkommen normal im Osten früher, dass man miteinander geredet hat. Und damit bin ich groß geworden, einfach mit dieser sozialen Komponente, dass man halt eben auch einfach fremden Menschen zuhört und die halt eben auch einfach fragt, so, was ist denn los bei dir oder wie geht's dir wirklich so? Und dann bin ich hier nach Berlin gekommen letztes Jahr und auch vorher schon habe ich in Leipzig gelebt und da ist mir aufgefallen, dass die Menschen nicht so richtig miteinander verbunden sind, was natürlich auch irgendwie an einer Großstadt liegen mag, was an Flair von Berlin liegen mag und. Es gibt viele Gründe. Aber ich find's schade. Und dann kam irgendwie die Plauderbank um die Ecke und ich wohne halt auch irgendwie 3 Straßen entfernt. Das war irgendwie cool und ich dachte mir so, wow, ja, das ist genau das Richtige für mich. Schön. Ich habe ja so ein bisschen recherchiert über die Plauderbank auch und die gibt's ja auch in anderen Orten. Also es ist jetzt nicht ein exklusiv Berlin-Konzept oder so, ne? Die sieht in manchen Teilen von Deutschland anders aus. Also da sitzt man sich so schräg gegenüber und wie in so einem Rahmen irgendwie. Und das fand ich aber so ein bisschen unnatürlich, weil wenn ich irgendwie durch einen Park spazieren gehe und da eine Bank sehe und da sitzt schon jemand drauf, dann würde ich mich im ersten Impuls eigentlich nicht dazugesellen. So. Jetzt durch meine Erfahrung mit der Plauderbank habe ich jetzt mir als Challenge vorgenommen, mich demnächst da irgendwie dann mal zu jemandem zu gesellen und gucken, ob da halt ein Gespräch halt entsteht. Also natürlich muss der Impuls dann von mir ausgehen. Und da bin ich dir gerade so dankbar um deine Frage. Ich bin da nicht so bei, wie geht's dir, sondern wie fühlst du dich heute? Was für mich eine relevantere Frage ist und eine tiefgehendere Frage als wie geht's dir? Ich bin immer so, wie geht's dir, kann ich nicht beantworten. Was meinst du körperlich, mental? Jetzt im Moment, vorhin, keine Ahnung so, ne?
Und das fand ich ganz schön zu sehen, dass das Projekt echt ausgeweitet ist. Und du hattest mir auch im Vorgespräch gesagt, dass irgendwie ihr auch schon internationalen Besuch hattet und irgendwie das vielleicht in Japan auch ein Konzept sein könnte, weil der Thema Einsamkeit auch einfach eine Riesenrolle spielt. Ne? Ja, gerade ich denke mal, also der asiatische Bereich vor allem, halt gerade Südkorea und Japan, die haben da natürlich auch ein ganz großes Interesse dran. Die Bevölkerung, genau wie unsere, die überaltert, es gibt zu wenig junge Menschen und dann ist ja so die Frage, wie ist das so im Alter, wenn man sein ganzes Leben lang entweder in einer Ehe war und darauf fokussiert und isoliert in der Ehe, oder wie ist es, wenn ich mein ganzes Leben lang Karriere gemacht habe und einfach nur gearbeitet habe und wen habe ich denn am Ende meines Lebens noch, gerade wenn die Freunde vielleicht auch einfach weggezogen sind, woanders leben, vielleicht wenn die irgendwie im hohen Alter auch nicht mehr auf dieser Welt sind, was passiert dann mit mir? Und deswegen interessieren sich die, also in dem Fall war es Südkorea, das KBS, das hat sich total dafür interessiert, so, die haben uns ganz lange gefilmt und haben auch die anderen Plauderer sozusagen, die Plaudertaschen gefilmt, hier die Frieda und war total begeistert davon. Und was auch interessant ist, die haben das auf YouTube veröffentlicht und die Kommentare sind unglaublich. Also die Menschen wünschen sich das. Die wünschen sich halt Orte der Begegnung, einfach Punkte, an denen man sich trifft und einfach ein bisschen miteinander plaudern kann. Dann fällt es halt eben einfach immer nur, wie du gesagt hast, sich zu jemandem Fremden sitzen. Das ist natürlich eine Überwindung und da hat man vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, dass man dem zu nahe kommt, dass man in seinen Raum irgendwie eindringt, aber das macht man meistens gar nicht. Ich mache das auch so, auch in meinem Alltag, setze ich mich gerne zu fremden Menschen, gerade die einfach, und das ist natürlich sehr oberflächlich, die interessant aussehen, warum auch immer, frage ich die einfach, ist das für dich okay, wenn ich mich neben dir hinsetze? Und damit hat man dann ja auch sozusagen schon das Eis gebrochen. Schon das Eis gebrochen und dann ist man dabei und je nachdem, was die Person dann macht, fragt man die einfach so, hey, was ist los bei dir? Hast du Bock zu quatschen? Und dann... Also die Plauderbank kann eigentlich überall sein, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. In Deutschland, ich glaube in Bad, unten im Süden, da heißt es Schwätzle-Bänkle. Ja, und es gibt also in mehreren Bundesländern halt eben auf jeden Fall so eine Initiativen und jetzt hier in Berlin ist es halt eben die Plauderbank. Ja, und ich glaube in Berlin gibt es die im Fanpool-Park und am Weißensee aktuell und im Mauerpark ist eine geplant für den Sommer. Ich gehe jetzt auch ganz anders durch die Parks tatsächlich. Naja, also ich schaue halt, ne, gibt's schon eine Plauderbank? Wer sitzt da? Warum sitzt da vielleicht auch jemand, so, wo man sonst einfach nur dran vorbeigehen würde? Und dann schaue ich schon, na, würde ich mich jetzt dazusetzen oder nicht? Also wie gesagt, ich nehme es absolut als Challenge an, weil ich auch jemand bin sonst, der dann auf der Bank sitzt und eigentlich nicht angequatscht werden möchte. Weil es für mich immer ein Ort der Erholung ist. Ich mache halt ja beruflich schon viel, wo ich den ganzen Tag erzählen muss. Und dann bin ich halt auch mal froh, irgendwie schweigen zu können. Aber ich finde es einfach ganz, ganz toll, dass es Plaudertaschen gibt und ich glaube, wir müssen das Thema, und das versuche ich ja jetzt hier auch mit der Folge, mehr in die Gesellschaft holen, weil wir alle irgendwie einsamer werden durch KI, durch das Digitale, durch was auch immer, so, ne? Und ich habe halt so eine Hoffnung, dass irgendwie das politisch gesehen oder gesellschaftspolitisch gesehen auch so ein Stück Angst vor etwas Fremden, ne? Angst vor fremden Menschen, Angst vor Menschen, die woanders herkommen, die anders aussehen, dass das so ein bisschen abgedeckt wird, zumindest. Vielleicht ist das Träumerei von mir, aber ich habe halt irgendwie die Hoffnung, dass dadurch eine andere Begegnung geschaffen wird, eine andere Offenheit geschaffen wird und ja, man eben nicht so misstrauisch ist, weil, ne, wie wir gesagt haben, oder wie du gesagt hast, die Menschen öffnen sich ja eigentlich ganz anders, wenn sie da auf dieser Plauderbank halt sind. Und das finde ich ganz schön. Denkst du, da gibt's Hoffnung? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke schon mit den richtigen Initiativen und wenn man die Menschen wieder ein bisschen dazu bewegt hat, eben auch auf das Fremde, auf das Unbekannte zuzugehen, was natürlich schwerfällt. Ich habe jetzt letztens ein Buch von Alfred Adler gelesen. Das ist ein Psychoanalytiker aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Der hat zur selben Zeit wie Freud und Jung gelebt. Und
Das Buch von ihm heißt Menschenkenntnis und dann schreibt er doch tatsächlich 1926, sind jetzt fast 100 Jahre, und dann schreibt er da im Vorwort direkt, also Menschenkenntnis, das fällt uns allen schwer und wir sind isoliert als Menschen und wir laufen aneinander vorbei und wir reden nur übereinander und sind auf Äußerlichkeiten bezogen und versuchen sozusagen dem anderen irgendwas vorzuspielen. Das schreibt er direkt auf die erste Seite, das lässt sich 1:1 in unsere Zeit halt irgendwie einfach übertragen. Und da denke ich mir so, wow, also 100 Jahre. Und das hat er damals schon genauso erkannt und genauso beschrieben, die Situation. Und wir fühlen das jetzt auch so. Jetzt mag das vielleicht einen zyklischen Hintergrund haben oder auch eben andere gesellschaftliche Hintergründe. Aber ich sehe genau dasselbe wie du, dass wir mit unserer Technik, unsere Umgebung hat sich sehr entwickelt und die Technik führt dazu, dass wir uns vielleicht noch weiter entfremden. Jeden Tag, wenn ich zur Uni fahre, sehe ich, wie eben Schüler halt, die reden nicht mehr miteinander, sondern die schreiben miteinander. Ich habe das jetzt ein paar Mal beobachtet. Die haben dann da irgendwie ihre Apps, mit denen sie dann halt einfach miteinander reden, anstatt wirklich aktiv miteinander zu kommunizieren. Und das macht was mit dem Menschen. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man solche Initiativen und solche Programme irgendwie startet, damit man da halt auch wieder mehr Kontakt und mehr Soziales halt irgendwie miteinander hat. Und ich sehe da auch auf jeden Fall die Chance und bin auch fest davon überzeugt, dass die Menschen dazu in der Lage sind, dass das zum einen eine Umfeldfrage ist, ne? Also in welchem Umfeld bewege ich mich? Natürlich in Berlin ist das noch ein bisschen anders als irgendwo auf einem Dorf in Bayern. Da kennt man sich mit Sicherheit und da redet man auch noch miteinander. Wie man übereinander redet, ist vielleicht das andere. Aber Ja, und was man miteinander richtig. teilt, ist auch anders, weil da ist immer die Gefahr, finde ich, das weiß ja dann auch gleich der Nachbar, wenn ich das jetzt der Person erzähle. Ne? Also vielleicht ist das Konzept der Plauderbank erfolgreicher in Großstädten, weiß ich nicht. Ja, wäre eine Behauptung einfach mal, weil hier denkt man sich, ach, das ist eh so groß, das sehe ich sowieso nie wieder, kann ich einfach Gas geben und erzählen. Und im kleineren, im ländlichen ist es vielleicht anders, weil man dann doch nicht so offen ist, ne? Und es vielleicht eher um Alltagsdinge geht, als jetzt um die wirklich Gefühle, was einen bewegt, was einen beschäftigt und so weiter. Aber das können wir jetzt nur mutmaßen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich denke, es ist auch sehr individuell. Man muss miteinander, man muss diese ganzen Ängste einfach auch, man muss sich davon lösen und das ablegen. Ich bin dafür nicht verantwortlich, was irgendjemand über mich denkt oder sagt oder was auch immer. Darauf habe ich kein Einwirken. Und deswegen ist auch diese Bedenken, die sind vielleicht gar nicht so angebracht, sondern viel eher die Neugier und das Interesse am anderen Menschen. Wer ist denn das eigentlich jetzt, der mir gegenüber sitzt? Und warum macht er das eigentlich? Und das zu verstehen, das ist unglaublich interessant. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man anderen Menschen hilft, das macht was mit einem, und wenn man anderen Menschen dabei unterstützt, ihre Ziele zu verwirklichen und zu erreichen, dass das einem viel Glück bringt. Egal wem, auch Fremden. Ja, zumindest ist es nichts, was, wie soll ich sagen, was Negatives auslöst oder so, ne? Also es ist eigentlich was Positives. Und jetzt habe ich irgendwie überlegt, was kann denn jetzt, wenn uns hier jemand zuhört, wie kann der denn auch Plaudertasche vielleicht werden? Oder was muss derjenige denn tun? Was muss derjenige tun? Ich denke, man kann einfach bei Google Plauderbank eingeben und das Unternehmen Think SI hoch 3 mal googeln, dann kann man dort Verbindungen aufnehmen. Das ist ein Unternehmen, was dafür, was allgemein schon immer soziale Projekte angegangen hat und sich dafür stark macht, dass zum Beispiel auch Menschen, die aus dem Ausland kommen und Migranten, dass denen eine Möglichkeit gegeben wird, sich halt irgendwie in die Gesellschaft zu integrieren, weil Migration funktioniert halt immer am besten über Sprache, Arbeit und in Gesetzestreue. Und das wird denen ermöglicht, indem die zum Beispiel in den Parks halt auf 450 € Basis halt einfach so einen Job finden und sich dann halt eben doch ein bisschen in die Gesellschaft halt eben integrieren, und die bekommen dann auch Angebote, damit die Sprachkurse machen können, und das ist ein unglaublich gutes Angebot. Und allgemein kann man vielleicht auch einfach schauen, wenn man sich dafür interessiert und wenn man dazu bereit ist, dass man eben nach sozialen Projekten in seinem Kiez halt sucht, weil man unterschätzt das ganz schön. Es gibt unglaublich viele Angebote und man weiß von denen gar nichts. Und es gibt viele Angebote.
Und da bin ich auch drüber gestolpert. Also als ich hier über meine kleine Idee mit dem Podcast nachgedacht habe, habe ich auch gedacht, es gibt ein riesen Ehrenamt da draußen, aber ich finde, man sieht es halt nirgends. Ja. Also man stolpert da nicht einfach so drüber. Ich bin so froh, dass eben dieses Plauderbankschild da stand, als ich mal im Weißenseer Park durchgelaufen bin und das gesehen, ah ja, interessant, ah ja, okay. Und ich war aber am Telefon und habe mir gar nicht wirklich die Zeit genommen und dann bin ich da dran vorbei, habe ich aber halt erinnert, so, dass es das halt gibt. Nachher, wie cool ist das denn eigentlich? Aber sonst stolpert man da eigentlich überhaupt gar nicht drüber. Ne? Man muss halt schon aktiv danach suchen irgendwie. Hast du mal aktiv noch nach was anderem gesucht im Bereich Ehrenamt? Oder war das jetzt für dich so, ach, ich bin da eigentlich ganz happy und Also ich bin damit, gefällt mir. es gefällt mir sehr, ja. Ich habe nach nichts anderem gesucht, aber es sind natürlich andere Ehrenämtler auf mich zugekommen. Es gibt beispielsweise, und da rede ich jetzt wirklich nur von dem Weißensee, weil es reicht wirklich der Kiez, es reicht der eigene Bezirk. Man muss gar nicht so weit schauen. Man kann echt so in seinem Bereich bleiben. Es gibt da beispielsweise so eine Gruppe Bewegung im Park. Das sind halt eben einfach lebensältere Menschen, die gemeinsam Sport machen, die gemeinsam spazieren gehen. Und die haben da auch einfach Bock drauf, so sich gegenseitig zuzuhören und ein bisschen miteinander zu reden. Gerade mit dem Hintergrund, dass halt nicht jeder irgendjemanden hat, mit dem man gemeinsam Sport machen kann. Es gab eine Frau, die ist für Inklusion zuständig und hat sich vor allem mit der Bezirkspolitik zusammengetan, um den Park auch, wie sagt man, barrierefreundlich zu machen, barrierefrei freundlich. Und auch mit der habe ich ganz lange geredet. Also die Plauderbank zieht auf jeden Fall Menschen an und jeder, der daran vorbeiläuft, der denkt sich, okay, gut, wann kann ich hier vorbeikommen, um jemanden auch mal zu treffen. Und aber selber, da reicht mir die Plauderbank auf jeden Fall auch so. Ne? Das ist sozusagen mein Teil, wo ich etwas von mir gebe, wo ich einfach anderen Menschen die Chance gebe, auch einfach gehört zu werden. Und dessen bist du dir sehr gut bewusst, glaube ich auch, ne? Ja. So, was total schön ist. Also da darfst du dir, glaube ich, auch selber auf die Schulter klopfen, so wie wichtig das ist und wie toll das ist. Und ich weiß, ihr seid ja noch ein paar mehr Leute, die das machen, immer zu unterschiedlichen Zeiten. Und dann habe ich so überlegt, was braucht jemand, um sich überhaupt engagieren zu wollen? Meiner Meinung nach ist es nur der Wille, das zu wollen am Ende des Tages. Man muss jetzt keine besonderen Fähigkeiten haben. Siehst du das anders oder stimmst du da zu? Also eine besondere Fähigkeit, zuhören kann ja jeder. Jeder von uns hat 2 Ohren und kann dem anderen zuhören. Aber natürlich muss man da auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt verschiedene Arten des Zuhörens. Wenn wir uns jetzt hier unterhalten und du mir eine Frage stellst oder ich dir eine Frage stelle, dann erzählst du mir ja was. Und dann ist natürlich die Frage, wie reagiere ich darauf? Bin ich bei dir oder bin ich bei mir? Höre ich aktiv zu oder höre ich nur zu und versuche reaktiv dann zu agieren? Und ich glaube, Menschen, die einfach beim anderen bleiben können, ohne in Gedanken bei sich direkt zu sein, ohne direkt eine Geschichte von sich erzählen zu wollen, die sind am besten geeignet dafür. Und ich kann aber überhaupt nicht einschätzen, wie viele Menschen das betrifft. Es fällt aber natürlich auf, wenn man so mal einfach in seinen Lebensalltag denkt, dass die meisten Menschen schon sehr sichbezogen sind, weil jeder hat natürlich eine Story, jeder hat eine Geschichte, jeder hat was zu erzählen und jeder möchte was erzählen, jeder möchte teilen, was er erlebt und was ihn irgendwie bereichert, was ihn fröhlich macht oder eben auch traurig. Und das ist vollkommen okay. Absolut in Ordnung. Und bei der Plauderbank geht es halt eben darum, zuzuhören. Deswegen auch die Frage mit dem Rat, nur wenn ich wirklich aktiv gefragt werde, und da kann ich vielleicht noch mal eine kleine Geschichte erzählen. Okay. Es kam Inge, nennen wir sie mal. Inge kam, 66 Jahre. Und ist jetzt seit 2 Jahren von ihrem Ehemann getrennt. Sie war 35 Jahre lang verheiratet, haben sich hier im Prenzlauer Berg eine 80 Quadratmeter Wohnung geholt. Gemeinsam für den gemeinsamen Lebensabend, also sozusagen in der Ehe sehr auf die Ehe fixiert. Und jetzt hat ihr Ehemann ihr eben vor 2 Jahren gestanden, ich habe eine andere, schon seit 10 Jahren. Und dann hat Inge
die Reißleine gezogen und hat sich natürlich von dem Mann getrennt, weil das ein Betrug ist. Und jetzt ist aber Inge seit einem Jahr komplett einsam und alleine in dieser 80 Quadratmeter Wohnung und weiß nicht, wie sie jetzt in ihrem Alter, 66 Jahre, nochmal irgendwie neue Menschen kennenlernt. Dann hat sie in der BZ, die haben mich auch interviewt, hat sie halt eben von der Plauderbank gelesen und hat wirklich 2 Monate gebraucht, um sich zu überwinden, diesen Schritt zu gehen, nach Weißensee aus Prenzlauer Berg rauszufahren. Und dann, sie kam direkt auf mich zu und meinte so, ich bin komplett alleine und einsam, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt tun? So, wie finde ich jetzt einen Menschen? So, ich habe hiervon gelesen, ich habe ewig gebraucht, um mich zu überwinden. Was Also sie kam mit einer konkreten Frage tatsächlich, sie kam ganz konkret und hat wirklich einen Rat gebraucht. Und ihr habe ich dann halt eben auch den Rat gegeben, weil es gibt viel mehr Möglichkeiten in Berlin, als man denkt. Es gibt nebenan.de, da kann man auch wieder in seinem Kiez bleiben. Es gibt gratis in Berlin.de, da kann man for free ins Kino gehen, zu Ausstellungen gehen, Veranstaltungen unterschiedlichster Art. Und man kann auf Meetup gehen. Da treffen sich Gruppen mit unterschiedlichen Interessen. Ob das die Gruppe ist, die gerne Karten spielt oder ein Buch liest oder gemeinsam spazieren geht oder gemeinsam zum Sport geht. Unterschiedliche Sportarten. Alles ist da möglich und jeder findet da auf jeden Fall was, wo er Gleichgesinnte findet, die gleichen Interessen haben. Und das ist vor allem auch einfach wichtig, Menschen zu haben, die gleichen Interessen haben. Und nichtsdestotrotz hätte sie ja auch eine Plaudertasche werden können, oder? Inge meinst du? Ich glaube, das ist ein Schritt, dem geht nicht jeder. Schon alleine, wie du vorhin gesagt hast, so, ne, schon alleine der Schritt, sich zu einem fremden Menschen zu setzen, ist schon Überwindung. Das ist nicht viel. Man setzt sich da einfach nur neben einem Menschen. Man muss nicht mal miteinander reden, aber das fällt schon schwer. Aber sich dann anzubieten und zu reden, das ist natürlich nur eine ganz andere Hausnummer. Also das hätte ich ihr, glaube ich, als Rat gegeben. Weil da würde sie auch Anschluss finden. So, Ja, ne? Sie auf hätte jeden ja Fall. wahrscheinlich auch regelmäßige Begegnungen. Du hast ja wahrscheinlich auch, wie sie Stammgäste, Stammkunden, Stammkunden. die immer mal wieder vorbeikommen und nur mit dir sprechen wollen, weil sie halt ja schon dann auch Vertrauen gefasst haben. Also sie wissen ja auch, dass das sicher ist quasi, was sie erzählen, was sie dir erzählen. Und ja, da kommt doch bestimmt immer mal wieder der ein oder andere vorbei. Ja, auf jeden Fall. Also erstmal, auf jeden Fall habe ich gar nicht gedacht, ihr das überhaupt auch vorzuschlagen. Ich habe ihr eher so Drittanbieter vorgeschlagen, wo sie halt schauen kann. Und die hat sie sich auch alle sehr eifrig notiert und hat dann gesagt, okay, gut, ja, jetzt zeige ich ja schon mal an Anfang, jetzt zeige ich hier ganz viele Seiten. Ja, jetzt kann ich das mit meinem Sohn halt mal durchschauen und dann finden wir schon irgendwas. Dann meinte ich so, ja, cool, mach das auf jeden Fall. Weil man braucht andere Menschen, das ist ganz klar. Man braucht andere Menschen. Es gibt Bedürfnisse, die kann man nur mit anderen Menschen halt eben einfach erfüllen. Und da brauchst du jemand anderen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, was Stammgäste angeht, ja, es gibt tatsächlich die eine oder andere Person, die mittlerweile alle 2 Wochen, auch mal wöchentlich, hintereinander einfach vorbeikommen, um einfach nur guten Tag zu sagen, mal kurz einfach einen netten Smalltalk oder halt eben auch länger da zu bleiben. Und das ist wirklich interessant, weil es gibt zum Beispiel eine Frau, die geht auch jeden Sonntag genau zu meiner Zeit, macht ihren Spaziergang. Und sie geht dann immer so 5 Runden um den See und dann geht sie nach Hause und frühstückt oder isst Mittag, ich weiß es nicht. Und sie hat mich erst 3 Wochen lang sozusagen beobachtet und ist immer mit mir vorbeigelaufen. Sehr schlau. Und ich habe ihr aber auch immer wieder, jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, habe ich ihr halt schon einen guten Morgen gewünscht und habe sie aber nicht weiter angesprochen, weil sie halt einen sehr starren Blick hatte und dann einfach mit ihren Walking-Stöcken halt einfach vorwärts gegangen ist. So, da wollte ich sie natürlich auch nicht rausreißen. Und dann in der 4. Woche kam sie dann zu mir und meinte so, also jetzt bleibe ich hier mal stehen. Ich habe sie jetzt 3 Wochen lang beobachtet. Und was machen Sie hier eigentlich? So, was tun Sie hier eigentlich? Aber freundlich oder wirklich so in der Art, wie du es gerade sagst? So ein bisschen, schon sehr schroff. wie können Sie hier sitzen? Ja, was machen Sie hier? So, und es war so, ich habe damit ja kein Problem und habe ihr dann erklärt, so, das ist die Plauderbank, das Angebot. Dann meinte sie, ach, das ist ja toll, das ist ja super. Ja, dann setze ich mich doch direkt mal hin, dann können wir ein bisschen plaudern. Klassiker, würde ich sagen. Ja. Und das war wirklich, das hat mich überrascht, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich fand es einfach total süß, wie sie halt eben einfach ankam und dann halt so typisch berlinerisch, so ganz schroff eben auf mich zugekommen ist, was mich halt eben überhaupt nicht, das stört mich gar nicht. Und ja,
sie kommt jetzt auf jeden Fall auch, also sie ist dann auch immer mit dem Smalltalk, jede Woche kommt sie mit dem kleinen Smalltalk. Hat sie wieder was zu erzählen, zu plaudern. Ja, cool. Es wäre auch andersrum lustig eigentlich, weil, also es gibt ja die Sprechzeiten, so, ne? Bei dir jetzt, glaube ich, Sonntag 10 bis 12. Was passiert außerhalb der Sprechzeit? Also die Bank wurde ja extra dafür angefertigt, ne? Da gibt's diese Erhöhung, dass man sich besser abstützen kann. Und habt ihr mal beobachtet, wer auf dieser Bank dann Platz nimmt? Außerhalb dieser Zeiten? Weil es steht ja Plauderbank drauf. Und als ich eben da war, habe ich gedacht, ach, das ist ja eine ganz normale Bank zuerst so, ne? Und dann erst, als ich wirklich Platz genommen habe, ich so, nee. Er sieht schon mal farblich anders aus als die anderen Parkbänke. Da steht offensichtlich auch Plauderbank drauf. Und dann hat sie eben diese Lehne da. Ja, das wäre ganz witzig eigentlich zu wissen, was passiert auf der Bank nach den oder vor den Sprechzeiten. Ich habe das beobachtet, weil wie gesagt, ich wohne ja 3 Straßen weiter so und habe mich dann eben auch, wie auch schon gesagt, so zum Umkreis von 20 Meter sind da halt 6 Bänke und die Bank ist auch in der Kurve drin, also man kann von den anderen Bänken auch ganz gut auf die Bank schauen und ich habe das beobachtet und da setzen sich junge Mütter zusammen hin, da setzen sich Menschen freiwillig einfach so hin, einfach so ein bisschen zu plaudern und die Bank wird wirklich rege genutzt, also die Menschen gehen da auch einfach unabhängig von uns, setzen sich Menschen hin und bieten sich anscheinend auch an. Also schon, also nicht nur Menschen, die sich schon kennen, sozusagen, die jetzt irgendwie zusammen spazieren gehen, sagen, wir brauchen jetzt mal eine Pause, wir setzen uns hin, sondern auch Menschen, die sich nicht kennen. Ja, Menschen, die sich nicht kennen. Das ist ja mega, das hat ja einen mega Nacheffekt auch. Ja, total, total. Und das kann ich ja verstehen. Vielleicht möchte man nicht unbedingt, es schreckt vielleicht so ein bisschen den einen oder anderen ab, so mit diesem Unternehmen dahinter. Und man weiß auch immer nicht, ich werde auch öfter mal gefragt, so machen Sie das ehrenamtlich oder bekommen Sie Geld dafür? Und es erstaunt schon viele, dass das ehrenamtlich ist, dass man sich ja so anbietet. Und ist man vielleicht auch gar nicht mehr so gewohnt. So wie du auch schon gesagt hast, ne? Sichtbarkeit. Absolut. Sichtbarkeit ist halt von solchen Sachen gar nicht mehr so sehr gegeben, weil es kostet natürlich auch Geld, ein Marketing dafür zu machen und das irgendwie in die Sichtbarkeit zu bringen. Und ehrenamtlich bedeutet halt eben auch immer, dass man was von sich gibt und man nimmt nichts dafür. Und das ist passt auch vielleicht vom Gedanken her nicht mehr in unsere Gesellschaft. Und das muss sich auch so ein bisschen wieder ändern, dass man da auch einfach bereit zu ist. Ja, und ich meine, vom Grundbedürfnis, glaube ich, wollen wir helfen und können auch helfen, so ohne was dafür zu verlangen. Also wenn jetzt jemand irgendwie umfällt auf der Straße, ist der erste Impuls, man geht hin und guckt, was ist da los, so, ne? Und da stellt ja auch keiner die Frage, kriegst du jetzt Geld dafür, dass du mir hilfst hier, weil ich gerade ohnmächtig geworden bin? Ja. Von daher bin ich da total dabei zu sagen, es muss wieder mehr in die Sichtbarkeit, wir dürfen das in den Vordergrund stellen und ihm darauf aufmerksam machen. Also ist ganz wichtig, glaube ich. Ja, also ich spreche jetzt von der Plauderbank natürlich im Schwerpunkt. Ich glaube natürlich auch andere Ehrenämter sind unglaublich wichtig. Aber in meinem Fall, ich glaube, jeder Mensch braucht eben andere Menschen. Und letztes Wochenende hat mir eine 76-Jährige gesagt, die hat sich auf die Plauderbank gesetzt und ich habe zuerst auf der gegenüberliegenden Seite von der Plauderbank gestanden und sie hat sich da einfach hingesetzt, ohne mit der Absicht, mit mir jetzt explizit zu reden, sondern sie hat sich da einfach nur hingesetzt, weil sie sich hinsetzen wollte. Und dann habe ich mich zu ihr gesetzt, habe sie vorher gefragt, ob das für sie in Ordnung wäre. Und meinte sie so, ja. Und dann habe ich ihr einfach Fragen gestellt, ich habe sie einfach voll gequatscht. Und sie war dann unglaublich überrascht, dass es so ein Angebot gibt zum einen und zum anderen hat sie gesagt, man ist sein ganzes Leben lang mal einsam und allein. Das begleitet uns alle, egal in welcher Lebensphase. So irgendwann passiert das jedem und dann braucht man Menschen um sich herum. Man braucht immer Menschen um sich herum. Man braucht Resonanz, man braucht Menschen, die mit einem mitschwingen und die mit einem mitfühlen, empathisch sind und Verständnis und Anerkennung zeigen. Und da ist so ein Angebot natürlich einfach unglaublich gut und auch wie ich schon gesagt habe, ob da jetzt die 19-Jährige kommt, die hat gesagt so, sie hat einfach mal Lust zu reden oder ob es halt eben die 86-Jährige ist. Alle haben auf jeden Fall Bock zu quatschen und alle brauchen andere Menschen. Deswegen ist das ein super Angebot. Ja, und ich denke mir, auf irgendeiner Party geht's ja auch immer. Also da ist ja auch immer was zum Quatschen da. Da schweigen sich ja auch nicht alle an. Ne? War ja cool. Sehr schön. Ja, es ist wirklich super. Vielleicht so meine letzte Frage an dich. Gibt's so die eine Lektion für dich, was die Plauderbank oder das Ehrenamt, was damit verbunden ist, mit dir gemacht hat oder was du daraus gelernt hast sozusagen? So was
Prägnantes irgendwie? Klein oder groß? Ich habe gelernt auf der Plauderbank, dass die Menschen vielfältiger sind, als man denkt. Man tendiert vielleicht dazu, Menschen schnell in Kategorien zu packen und schnell abzustempeln und in irgendeine Schublade einfach aufzumachen und zu sagen, ach, guck mal, der ist ja so. Mhm. Und was ich auf der Plauderbank gelernt habe, dass es diese Kategorien eigentlich gar nicht gibt. Es ist unglaublich individuell. Jeder ist unglaublich individuell und es gibt mehr Vielfalt an Interessen, Leidenschaften, Bedürfnissen und allem drum und dran, als man glaubt. Und das, finde ich, ist wirklich eine unglaubliche Bereicherung, weil man erst sieht, so, dass man auch wirklich auf jeden Menschen individuell eingehen muss und auch sollte. Und man darf vielleicht nicht dazu tendieren, dass man halt sagt, so, ja, der ist ja so oder die sind ja so, sondern dass man individuell zuhört, weil Zuhören ist einfach unglaublich wichtig. Aber das konntest du, glaube ich, vorher schon. Ja. Aber vielleicht jetzt nochmal bewusster einfach geworden. Für dich halt auch. Ne? Ähnlich wie man sich bewusst sein muss, dass man vielleicht sich einsam fühlt, dass man einsam ist und Kontakt halt sucht, so ist man sich dann auch bewusst, dass es das Zuhören braucht und dass da irgendwie eine Verbindung entsteht. Und ich kann jedem nur die Plauderbank wirklich von Herzen empfehlen. Also ich habe mich super wohl gefühlt, direkt vom Anfang. Du wusstest ja noch nicht, warum ich da sitze sozusagen. Ich finde halt, man hat sofort auch Vertrauen da irgendwie zu dir, wenn man da halt sitzt, weil du jedem so diesen Raum halt schenkst, ne? Und sich zu öffnen oder halt auch wieder zu gehen. Und du bist da nicht böse drum, ne? Du nimmst die Leute, wie sie da hinkommen. Das war zumindest mein Gefühl, mit dem ich wieder von der Plauderbank dann aufgestanden bin. Ja, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ich bin immer noch ganz beseelt von dem schönen Gespräch mit Alex. Er hat uns auf eine ganz besondere Art und Weise mitgenommen in die unterschiedlichsten Begegnungen mit Menschen auf der Plauderbank. Und ich finde, es zeigt einfach, wie wichtig es ist, dass wir offen bleiben, dass wir Menschen nicht in Schubladen stecken und uns bewusst sind, dass wir alle unsere Geschichten, Schicksalsschläge und Herausforderungen haben. Und ich glaube, das ist ganz deutlich geworden, auch in den Lebensgeschichten und Begegnungen, von denen Alex berichtet hat. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Zeit zu haben und aktiv zuzuhören. Und was das eigentlich für einen riesen Unterschied machen kann. Von daher, ich bin Riesenfan von der Plauderbank und ich finde es ein echt beeindruckendes Beispiel dafür, dass ja so ein Ehrenamt Menschen zusammenbringen kann, egal ob jung oder alt, ob man eben Gesellschaft sucht oder einfach nur ein bisschen plaudern möchte. Wenn du dich jetzt inspiriert fühlst, dann schau doch einfach mal in deiner Nähe, ob es da vielleicht auch eine Plauderbank gibt. Und wenn nicht, dann weißt du ja jetzt, was du tun kannst. Denn eins ist klar: Eine starke Zivilgesellschaft, die Selbstverantwortung übernimmt, kann die größten Veränderungen bewirken. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da, abonniere den Podcast und empfehle ihn weiter. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich auf den nächsten Committwoch. Alles Liebe, deine Katja.